Hallo und willkommen in Paris. Nach der langen Corona-Pause sind wir endlich mal wieder nach Paris gefahren und haben hier nach allen Regeln der Kunst geschlemmt, woran ich euch in diesem Video teilhaben lassen möchte. Bis zum Mittagessen konnten wir uns nach der Ankunft noch die Beine vertreten. Wir folgten einer Straße, gingen um die Ecke und plötzlich waren wir am Trocadero mit seiner weltbekannten Aussicht auf den Eiffelturm. Wer den Film Sabrina gesehen hat, wird sich an diese Aussicht erinnern, aber leider hatte ich keinen roten Schal zur Hand. Natürlich musste gleich ein Selfie gemacht werden. Vollkommen ausgehungert sind wir dann in ein kleines Restaurant gegangen, welches wir uns schon im Vorhinein ausgeguckt hatten. La Causerie heißt es und ist leicht an seinen bemalten Fliesen zu erkennen. Es bietet eine moderne Interpretation der klassischen französischen Küche. Lassen wir uns überraschen. Drinnen war alles geschmackvoll, zweckmäßig und typisch französisch eingerichtet. Eine gedruckte Speisekarte gab es nicht, dafür aber eine Tafel mit den angebotenen Speisen und einigen Erklärungen dazu, zum Beispiel, was der Fang des Tages war oder aus welchem Stück vom Schwein der Braten war. Wir hatten uns für die Gnocchi nach Pariser Art mit Schnecken und Trüffeln entschieden. Dazu gab es Brot und einen Chardonnay, der das Gericht hervorragend abrundete. Anschließend teilten wir uns den Käse, den man uns fertig zubereitet auf einem Teller serviert hat. Einen Gruyère, einen Camembert de Normandie und darunter einen Ziegenkäse in Asche. Die Käse waren hervorragend gereift und sehr geschmackvoll. Wir hatten aber noch Platz für einen Nachtisch und so haben wir uns noch einen Baba au Rum geteilt. Also eine Rumbarbe. Das ist ein Brioche-Küchlein, das in einen Sirup gelegt wurde und zusammen mit einer Sahne serviert wird. Dazu gibt es Rum und in guten Restaurants bekommt man kommentarlos die Flasche hingestellt und bedient sich nach Lust, Laune und seelischer Verfassung. Ich habe immer geglaubt, dass dieses Dessert unheimlich mächtig ist. Mal ehrlich, Hefekuchen, Sahne und Rum. Merkwürdigerweise ist das aber wirklich nicht der Fall. Der Kuchen dehnt sich durch die Feuchtigkeit des Sirups aus und wird dadurch voluminöser und leichter. Die Sahne, die es dazu gab, war sensationell und in keinster Weise mit deutscher Schlagsahne zu vergleichen. Der Rum war in Eichenholz gereift und hatte einen sehr milden Geschmack. Die Meinung meines Mannes: der beste Baba au Rum aller Zeiten. Hier ist die Visitenkarte des Restaurants für alle, die es interessiert. Wir haben übrigens für unser Essen bezahlt und das Restaurant weiß nichts von diesem Video. Danach haben wir aber noch die Gegend um unser Hotel erkundet. Die Straßen münden immer wieder in kleine Plätze, wie zum Beispiel hier der Place Rodin mit einer Statue des Bildhauers. Überall gibt es Obst- und Gemüsehändler und die ersten Erdbeeren und die letzten Orangen werden feilgeboten. Aber auch die mit sehr viel Liebe zum Detail hergestellten Backwaren wie diese Eclairs und natürlich Baguette. Leider streikte die Müllabfuhr, was teilweise wirklich atemberaubend war. Also sind wir hinunter an die Seine gelaufen und in Richtung Eiffelturm die Allée des Cygnes entlang geschlendert. Das ist eine künstlich angelegte Insel in der Seine. Kormorane saßen auf den Bäumen und ließen sich weder von Touristen noch von der Aussicht auf den Eiffelturm aus der Ruhe bringen. Irgendwann kommt man dann zum Viaduc de Passy. Das ist eine doppelstöckige Brücke für Pkw und darüber für die Metro. Die Konstruktion ist reich verziert und man hat wirklich etwas zum Betrachten. Am Ende der Insel ist eine Aussichtsplattform, geziert von einer Statue, und man wird mit einem freien Blick auf den Eiffelturm belohnt. Wer sich an den Film National Treasure Teil 2 erinnert, wird hier einige Locations wiedererkennen, mehr dazu aber später. Nach so viel Tatendrang hat man natürlich Durst und so sind wir in ein kleines Bistro eingekehrt, um etwas Wasser zu trinken. Ich kann euch nur raten, immer eine kleine Flasche Wasser dabei zu haben, denn die Preise haben sich wirklich gewaschen. Über 6 Euro für eine kleine Dose Perrier, dazu gehört schon echtes Selbstvertrauen. Aber was soll's.
Wir sind noch entlang der Metro, die an dieser Stelle überirdisch verläuft, weiter in Richtung Gare de Montparnasse gelaufen bis zum Place Cambronne, wo es eine gute Bäckerei gibt. Dort haben wir einmal hervorragende Canelés gegessen, die aber leider zu dieser Stunde schon ausverkauft waren. Dafür haben wir hier ein paar Impressionen vom Pariser Stadtleben eingefangen. Irgendwann waren wir wieder an der Seine und die Sonne hat uns begrüßt. Im Vordergrund ein paar Schiffchen, weiter hinten sieht man den Viaduc de Passy mit der Metro obendrauf. Und hier sieht man im Hintergrund das Gebäude des französischen Radios, wobei es sich um einen Rundbau handelt. Und ja, hier sieht man die Freiheitsstatue, wenn auch nur von hinten. Die Freiheitsstatue in Amerika ist ja ein Geschenk der Franzosen an die Vereinigten Staaten gewesen und bei dieser Statue hier in Paris handelt es sich um den Abguss des Gipsmodells, das zur Vorbereitung des Hauptwerkes gefertigt wurde. Sie ist ein Geschenk an Frankreich und wurde 1889 eingeweiht. Die Statue steht mit dem Rücken zum Eiffelturm und ihr Blick richtet sich zu ihrem 4-mal so großen Gegenstück im New Yorker Hafen. Die Bäckereien in Paris bieten schon des Morgens eine breite Palette an Leckereien an. Was mich erstaunte, war, dass man auch schon fertige Crêpes kaufen konnte, natürlich mit verschiedenen Füllungen, wie zum Beispiel Nutella. Auf ging es zum Eiffelturm, der gut bewacht schon des Morgens seines Besucheransturms sicher sein konnte. In Paris braucht man auch immer einen Regenschirm oder ein Regencape, denn das wechselhafte Wetter kann einem ganz schön zu schaffen machen und man freut sich über den kleinsten Unterstand. Das Wohnviertel um den Eiffelturm ist sehr großzügig angelegt und wenn man um die Ecken geht, wird man immer wieder von dieser einmaligen Konstruktion überrascht. Unser eigentliches Ziel war aber ein kleines Restaurant in einer Nebenstraße, die mich unweigerlich an den Film French Kiss erinnerte, nur dass niemand den Eiffelturm übersehen hat. Er war ein heiß begehrtes Fotoobjekt. Zum Mittagessen haben wir uns diesmal etwas anders entschieden. Die Hauptgänge sagten uns nicht so besonders zu, weswegen wir statt eines Hauptganges eine weitere Vorspeise bestellt haben. Das kann man in Frankreich ohne Probleme machen. Hier ist eine Galette de Pied de Cochon mit Petersilie, ein ganz hervorragendes Essen für alle Freunde der sogenannten verpönten Küche, Schnecken in Chorizo mit einer Soße sowie ein mit Eigelb gefüllter Ravioli mit einer Champignon-Cremesuppe, Croutons und darüber geriebenem rohen Champignon. Das Eigelb war noch flüssig und es war ein sehr delikates und den Gaumen umschmeichelndes Essen. Anschließend haben wir uns wieder einen Käseteller geteilt, was auch in diesem Restaurant kein Problem war. Eine Tomme, darüber wieder ein Camembert de Normandie und darunter eine Fourme d'Ambert, also ein Blauschimmelkäse aus der Auvergne, der etwas sehr dünn geschnitten war. Zum Nachtisch gab es ein Sorbet mit Orangenblütengeschmack in einem Mandarinenmus mit Meringue und ein Soufflé von exotischen Früchten mit Passionsfruchtsoße. Soufflé heißt aufgeblasen und so sieht dieses Dessert viel größer aus, als es in Wirklichkeit war. Beide Desserts waren ganz hervorragend. Anschließend wollten wir eigentlich noch in ein Museum gehen, aber es war Dienstag und dienstags sind alle Pariser Museen geschlossen. Also sind wir wieder ein bisschen spazieren gegangen. Beim Eiffelturm haben wir nochmals die Seine überquert und in großer Distanz lag die Kirche Sacré-Cœur im Sonnenschein und grüßte uns aus der Ferne. Und dann gab es immer wieder ein paar Farbtupfer in Form von Primeln oder diesem Mimosenstrauch. Unser nächster kleiner Hunger führte uns in ein Meeresfrüchte-Restaurant. Es ist direkt neben einem Fischladen gelegen. Nur ein kleines Schild Bar à Huîtres, also Austernbar, ist von außen zu sehen. Zur Vorspeise gab es Pétanque farci, also mit Kräuterbutter gefüllte und überbackene Kammmuscheln, sowie die französische Leib- und Magenspeise Austern. Zur Hauptspeise gab es ein Cassoulet de Langoustine, also Kaisergranat mit Pilzen und Reis, gebratene Seezunge und unser Gast hatte einen St. Petersfisch auf Gemüse.
Das Essen war hervorragend. Wir sind später noch einmal dort eingekehrt und dann zeige ich auch die Visitenkarte. Ab und zu sind wir auch mit der Metro gefahren. Wer sein Ticket zu nah ans Handy legt, wird Probleme bekommen, da der Automat das Ticket nicht mehr lesen kann. Das Ticket braucht aber nicht weggeschmissen zu werden. Man kann es am nächsten Verkaufsschalter reklamieren und bekommt es anstandslos und ohne viele Worte ersetzt. Dabei braucht man auch nicht viel zu sagen. Man legt das Ticket auf den Counter und Hauptsache man sagt Bonjour Madame oder Bonjour Monsieur. Es gibt aber auch neue Systeme, die nicht so empfindlich sind. In Paris wird zurzeit sehr viel gebaut, da sich die Stadt auf die Olympiade vorbereitet. Baulärm ist die Kehrseite dieser Medaille. Nichtsdestotrotz kann man sich ein Frühstück schmecken lassen. Hier seht ihr ein Pain au Chocolat, also ein Plundergebäck mit Schokolade gefüllt. Das gekochte Ei bekommt man gleich mit Brotstreifen zum Tunken serviert. Dann gibt es noch das Pain grillé, was man vielleicht mit Toastbrot übersetzen könnte. Man sollte aber vorsichtig sein, denn die Franzosen rösten das Brot, bis es durch und durch trocken ist und nur noch zum Tunken taucht. Wer darauf keine Lust hat, verhandelt besser mit dem Kellner und wenn man Glück hat, bekommt man ein Stück Baguette. Es wird interessanterweise nicht horizontal, sondern vertikal durchgeschnitten, so dass es sich komfortabel essen lässt. Hier noch ein kleiner Eindruck einer verkehrsberuhigten Straße in Neuilly. Bäckereien geben sich auch dort gerne den Status von kleinen Boutiquen, in denen der zu kaufende Kuchen ausgelegt wird wie kleine Preziosen. Die Preise sind ebenfalls sehr nett zum Anschauen. Auf ging es zu unserem nächsten Ziel, der Fondation Louis Vuitton. Dabei handelt es sich um ein Privatmuseum. Es entstand auf Initiative von Bernard Arnault. Das Gebäude wurde von Frank Gehry geplant und zeigt moderne Kunst. Wir hatten aber auch in diesem Museum kein besonderes Glück, denn es befand sich zwischen zwei Ausstellungen und so konnte man sich nur das Gebäude anschauen, was für sich genommen recht beeindruckend war. Hier einige Impressionen. Das Gebäude soll an ein Segelschiff erinnern, daher die Glaskonstruktionen, die die eigentlichen Betonbauten verdecken. Hier die Idee in Worte gefasst von Frank Gehry: Ich träume davon, ein großartiges Schiff für Paris zu bauen, das Frankreichs tiefgreifende kulturelle Berufung symbolisiert. Das hier ist sein zeichnerischer Entwurf des Gebäudes und das ist dann das Modell, das dabei herausgekommen ist. Hier ist der Schriftzug Louis Vuitton, der dem einen oder anderen bekannt vorkommen mag. Und das hier sind die Koffer, mit denen Louis Vuitton anfing, sein Handwerk zu betreiben. Das sind aber auch schon die einzigen Hinweise auf den Namensgeber. Das ganze Gebäude ist sehr modern, klar und hell. Im Treppenhaus befindet sich eine Aluminiuminstallation der deutschen Künstlerin Katharina Große. Hier ein Blick in eine Mehrzweckhalle, in der gerade eine Installation vorbereitet wurde. Hier werden auch Konzerte gegeben. Für eine bessere Akustik wurden spezielle gedruckte Gemälde hergestellt, ein Ausdruck, den ich so auch noch nicht kannte. Im Boden sieht man hier die Rückseite einer Vorrichtung, mittels derer man maschinell die dort versenkbar eingebauten Sitzreihen herausfahren kann und dann können dort 300 Personen Platz nehmen, selbstverständlich nicht ebenerdig, sondern die hinteren Reihen sitzen erhöht. Aus diesem Raum kann man auch nach draußen gehen und dann befindet man sich vor diesem wunderbaren Wasserfall, der nicht nur schön aussieht, sondern sich auch anhört, als wäre man auf einem Schiff. Wenn man nach oben schaut, sehen die Glasinstallationen aus wie Segel. Weiter hinten sind eine Reihe Spiegel so aufgestellt, dass man sich an einer bestimmten Stelle in jedem Spiegel sehen kann. Das ganze Gebäude ist dabei lichtdurchflutet und großflächig gestaltet. Nach diesem interessanten Rundgang mussten wir natürlich auch noch das Museumsrestaurant Le Franc ausprobieren, das seinen Namen wohl dem Architekten des Gebäudes verdankt. Man sitzt unter einer Installation von Karpfen, die Frank Gehry entworfen hat und die von innen beleuchtet sind. Nachts muss das ganz hinreißend aussehen. Obwohl sich die Fische nicht bewegen, hat man trotzdem das Gefühl, als ob sie in Bewegung wären.
Hier ist die Speisekarte einmal auf Französisch und auf Englisch. Wir hatten uns für die Composition Jardin, also die Zusammenstellung aus dem Garten, entschieden. Das Essen kam recht schnell und siehe da, auch hier ist Zeit wohl mit Geld gleichzusetzen, denn es kamen alle 3 Gänge auf einem Teller. Unten links die Karottensuppe mit Ingwer, die Wasabi-Sahne hatte man wohl leider vergessen, in der Mitte das pochierte Ei auf Selleriegemüse, links daneben der Bulgursalat mit herbstlichen Gewürzen und oben links ein Milchreis mit Streuseln. Alles war sehr ansprechend angerichtet, sehr leicht und schmeckte gut. Die Auswahl des Geschirrs ließ einen sicheren Geschmack erkennen und war offensichtlich asiatisch inspiriert. Der Eintrittspreis in die Fondation Louis Vuitton gilt auch für den daneben liegenden Jardin d'Acclimatation. Man nimmt den Hinterausgang und nach einer weiteren Taschenkontrolle befindet man sich in einem kleinen, nur 19 Hektar großen Freizeitpark mit vielen Attraktionen. Der Park wurde bereits 1860 eröffnet und diente ursprünglich dem Ziel, exotische Tierarten an das kühle europäische Wetter zu gewöhnen, also zu akklimatisieren. Man kann dort außergewöhnliche Tiere sehen, wie diese Pfauen, und exotische Vögel in Volieren bewundern oder aber kleine Karussellfahrten unternehmen. Der Park ist bei Familien sehr beliebt. Auch in diesem Garten wurde gerade viel gebaut und neu gestaltet. Die Olympischen Spiele lassen grüßen. Nachdem wir mit den Museen nicht so viel Glück hatten, haben wir uns natürlich auch noch einige andere Sehenswürdigkeiten der Stadt angesehen und dazu nimmt man am einfachsten die Metro, Franklin Roosevelt. aber man muss immer wieder weite Wege einplanen. Der Élysée-Palast und eine der vielen Einkaufsstraßen liegen mitten in der Stadt unweit der Champs-Élysées und es kann vorkommen, dass man seine Handtasche öffnen muss. Ein freundliches Bonjour Monsieur oder Bonjour Madame entspannt aber auch diese Situation. Einfach drauf loszureden ohne jeglichen Gruß kommt überhaupt nicht gut an. Hier einige Impressionen vom Präsidentenpalast und anderer Sehenswürdigkeiten der Gegend. Hier ist ein Foto der Madeleine-Kirche eines früheren Besuches, denn diesmal konnte man die Kirche nicht sehen, da sie eingerüstet war. Ich vermute mal, sie wird angesichts der nahenden Olympiade auf Vordermann gebracht. Ehe man sich versieht, ist man schon wieder einige Kilometer gelaufen und der kleine Hunger meldet sich. Für einen Kaffee zwischendurch haben wir dieses einfache Schnellcafé gefunden, bei dem einem die Preise nicht gleich im Hals stecken geblieben sind. Freundliches Personal, gute kleine Imbisse und Tee im Kännchen. Hier noch eine kleine Lebensweisheit von Auguste Escoffier. Die Küche ist die Basis wahrhaftigen Glücks. In diesem Sinne ließ das nächste Essen nicht lange auf sich warten. Es gab Krabbenfleisch auf Avocado mit Salat als Vorspeise, eine kleine Fischsuppe nebst Beilage sowie Jakobsmuscheln auf Risotto. Alles sehr gut. Hier ist die Visitenkarte. Picasso und die Prähistorie. Das klingt doch interessant, oder nicht? Wir fanden diese Ausstellung leider enttäuschend. Es gab keine wirklich schönen Aufnahmen von den Höhlenzeichnungen und die Werke von Picasso waren handverlesen. Wer sich für Picasso interessiert, geht besser ins Picasso-Museum. Das Museumscafé hat aber eine ganz einmalige Aussicht auf den Eiffelturm. Ich weiß nicht, ob man auch für den Café-Besuch Eintritt bezahlen muss, aber wenn nicht, würde sich das lohnen. Auf einem unserer Spaziergänge haben wir diese Markthalle, den Marché de Passy, entdeckt und wir sind einmal durchgelaufen. Es war noch früh am Morgen und nicht viel los. Es gibt Käse, Fisch, Fleisch, frischen Fisch, Obst und Gemüse, alles wunderbar frisch und appetitlich dargeboten. Ein kleines Restaurant, in dem man Meeresfrüchte und Fisch sofort konsumieren kann und einen weiteren Stand mit Küchenutensilien. Die Öffnungszeiten sind ebenfalls sehr kundenorientiert, so ist zum Beispiel auch sonntags vormittags geöffnet, geschlossen ist die Markthalle nur am Montag.
Dann kam auch schon der letzte Tag, an dem wir einen Tisch im Jules Verne reserviert hatten, weil wir etwas zu feiern hatten. Zum Glück mussten wir uns nicht in die lange Warteschlange zum Eiffelturm anstellen, sondern konnten durch einen Seiteneingang sofort durch die Taschenkontrollen gehen. Von dort ging es zu dem Aufzug, der uns in die zweite Etage des Eiffelturms brachte, was sehr ruhig vonstatten ging. Soweit ich weiß, werden immer noch die Originalaufzüge benutzt. Der Eiffelturm wurde anlässlich der Pariser Weltausstellung gebaut und sollte anschließend wieder abgebaut werden. Zum Glück hat man das nicht gemacht. Der Eiffelturm muss immerzu angestrichen werden, um seinen Erhalt zu garantieren. Dieses Jahr muss aber zusätzlich auch noch die alte Farbe entfernt werden, da zu viele Farbaufträge zu schwer werden. Wenn man genau hinschaut, kann man an einigen Stellen Partien entdecken, die ohne Farbe sind. Außerdem sind riesige Netze gespannt. Sie dienen dem Schutz der Arbeiter, die ständig mit Sicherheitsseilen versehen ihre Arbeit verrichten. Das Restaurant ist spezialisiert auf die klassische französische Küche. Es wurde lange von Alain Ducasse geführt, nun leitet es aber Frédéric Anton mit viel Erfolg. Er hat sich bereits einen Michelin-Stern erkocht. Die Räumlichkeiten sind gerade frisch renoviert worden. Die Farben sind in Creme und Schwarz gehalten, alles ist charmant, ruhig und warm. Der Raum im Jules Verne ist natürlich eng, aber dennoch weitläufiger, als man erwarten würde. Es ist nicht mit dem Restaurant zu vergleichen, in dem sich James Bond mit dem Chef des französischen Geheimdienstes trifft. Das Restaurant im Eiffelturm ist nach Jules Verne benannt, einem bekannten französischen Autoren, der zum Beispiel Die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder in 80 Tagen um die Welt geschrieben hat, und deswegen findet man auch symbolisch ein paar Bücher, allerdings aus Porzellan, in der Dekoration des Restaurants ausgestellt. Ach ja, und man hat einen fantastischen Blick auf Paris, in unserem Fall die Seine und den Trocadero. Zunächst wurde erst einmal nach einem Aperitif gefragt, dann kam ein Brot und erst nachdem man angekommen war und sich entsprechend eingestimmt hatte, erhielten wir die Speisekarte und konnten in Ruhe auswählen. Wir haben uns für ein 3-Gänge-Menü entschieden. Zunächst gab es aber noch ein Amuse-Bouche, also ein kleiner Gruß aus der Küche. Eine gelatinierte Rinderbrühe mit etwas Kaviar unter einer Blumenkohlcreme, alles sehr originell in einer Kaviardose angerichtet. Als Vorspeise gab es einen Raviolo, gefüllt mit Waldpilzen in einem Spinatschaum. Zur Hauptspeise hatte ich ein Rinderfilet mit getrüffelter Polenta und einer Demi-Glace-Soße und mein Mann einen Kabeljau, gegart in einem Mantel aus schwarzen Oliven mit einem Fenchelsalat, einer Bouillabaisse-Soße und Kartoffelpüree. Als Dessert gab es ein leichtes Weißkäsemousse mit Kräutersorbet, eine Zitronentarte mit einer italienischen Meringue, bedeckt von einer hauchdünnen Zitronenscheibe, und für meinen Mann gab es eine Haselnussvariation mit Eis. 2 ganz hervorragende Desserts mit sehr viel Liebe zum Detail angerichtet. Zum Kaffee gab es noch ein paar Süßigkeiten, und zwar eine Mini-Rumbarbe, getaucht in einen Überzug aus Yuzu-Creme und Trüffeln gefüllt mit Schoko- und Kalamansi-Creme. Diese beiden Süßigkeiten waren exquisit und bildeten einen gelungenen Abschluss dieses in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Essens. Anschließend sind wir noch auf die öffentliche Besucherplattform gegangen, die aber sehr kalt und windig war. Im Treppenhaus zwischen den beiden Etagen hingen diese beiden Arbeiten. Sie waren nicht gemalt, sondern meines Erachtens gewoben. Dann ging es wieder hinab mit dem Aufzug, der nur für das Restaurant reserviert ist. Im Jules Verne zu essen war wirklich eine tolle Erfahrung. Nach diesem wunderschönen Erlebnis sind wir noch ein bisschen entlang der Seine spazieren gegangen und haben anschließend unsere Koffer gepackt. Des Abends haben wir eine Runde durch die Avenue Mozart gedreht und all das bunte Treiben noch einmal auf uns wirken lassen.
Der Eiffelturm zeigte sich von seiner schönsten Seite und hat uns zum Abschied auf seine Art noch einmal zugewunken. Ich hoffe, euch hat unsere Reise nach Paris ebenso gefallen wie uns. Vielleicht findet ihr die eine oder andere Anregung. Vielen Dank für euer Interesse und bis demnächst.